Wenn du lernen willst, wie du besser aus dem Kopf zeichnest, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Bleib also bis zum Schluss dran, wir werden spannende Experimente machen. Also beginnen wir. Der Würfel ist wie immer ein sehr, sehr gutes Objekt dafür. Warum? Weil wir ihn kennen und daraus, also mit ihm richtig gut experimentieren können. Also, los geht's. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir zeichnen hier uns einen Würfel. Wir machen eine leichte Draufsicht. Rechte Seite und wir zeichnen uns die linke Seite ein. So, das ist unser Übungswürfel hier. Den habe ich schon häufiger hier vorgestellt. Ja. So, und aus diesem Würfel basteln wir jetzt etwas. Ja. So, also ganz, ganz wichtig ist immer, den Würfel zu zeichnen. Ja. Man kann auch sagen, du kannst den Würfel gar nicht oft genug zeichnen. So, okay. Jetzt machen wir die erste Übung, die halt hilft dir, dein räumliches Vorstellungsvermögen sehr gut zu erweitern, denn mit jeder Zeichnung wird sozusagen klarer, also für dich klarer, was abläuft und was Zeichnen wirklich bedeutet, ja. Du siehst, wir teilen uns den Würfel ein wenig auf. So, hier oben auch. So, und jetzt wollen wir hier etwas rausschneiden aus dem Würfel. Sagen wir wollen hier eine kleine Ecke aus dem Würfel rausschneiden. Ja, also diese Fläche hier. Dazu nehmen wir uns einfach den Radierer. Und machen hier in diesem Würfel einfach einen Ausschnitt rein. Ja. So. Wir heben hier einzelne Flächen noch einmal etwas hervor, so dass du siehst, was hier wirklich Schritt für Schritt funktioniert. Ja. So. Zur besseren Sichtbarkeit schraffiere ich das Ganze noch etwas hier, damit wir verschiedene Flächen haben. So, du siehst also, wir haben hier eine Ecke aus diesem Würfel ganz einfach rausgeschnitten. Ja, probiert das so ruhig. Macht diese Übung gerne mit. Ja, und so kannst du immer mehr rumexperimentieren mit den Flächen. Ja. Du siehst, wie man daraus eine 3D-Vorstellungskraft viel mehr erweitern kann. Also wir sehen sozusagen, wie wir das Ganze beherrschen und aus der großen Form eine kleinere Form rausschneiden können und dadurch Räumlichkeit erzeugen. Ja? Okay. Warum verstärke ich die Kanten jetzt? Darum geht es, dass man das mehr betont sozusagen. Ja? Also dass die 3D-Wirkung noch stärker wird.
Nur ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du auch realistisch zeichnen lernen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung meinen klaren Weg vom einfachen Übungskurs bis hin zur Mitgliedschaft in meiner Akademie. Weiter geht's mit dem Video. So, also hier schraffiere ich auch noch etwas. So sieht man das erstmal immer besser, wenn man Licht und Schatten ein wenig trennt. So, okay, also eine wundervolle Übung, wie wir hier zeigen können, einen bestimmten Ausschnitt, einen Teil des Würfels zu entfernen. So, legen wir weiter los. Wir experimentieren noch ein wenig weiter. Dazu zeichnen wir uns wieder einen Würfel. Ja, und durch dieses Experimentieren kannst du halt da wirklich deinen Erfahrungsschatz bedeutend erleichtern. Erleichtern ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern deinen Erfahrungsschatz erweitern. Ja, es ist wirklich wichtig, sich hinzusetzen und einfach rum zu experimentieren. Du kannst den Ausschnitt hier einfach hier unten machen, hier machen. Du kannst da einfach experimentieren, ja, mit so einem Würfel, wie du willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dreh ihn auch ruhig, also das ist wichtig für die Vorstellungskraft. So, jetzt wollen wir hier in diesem Würfel, in diesem Beispiel, einen etwas größeren Ausschnitt machen. So, mal einen Ausschnitt für diese Seite. Und auf dieser Seite machen wir auch einen. Wir höhlen diesen Würfel sozusagen aus. So, die rechte Seite, es sieht aus wie ein Fensterausschnitt. Also wir gucken auf den Würfel rauf und schneiden hier uns aus diesem Würfel, der vorher ein ganz normaler, geschlossener Würfel war. Ich mache mir hier auch noch die Seite ein wenig, die dunkle Seite etwas zeigen, vom Schatten, vom Licht, abgewandte Seite. So. Und du siehst, hier können wir ganz einfach Ausschnitte machen. Es könnte ein Fenster sein, es kann ein Würfel sein. Ja, wenn wir uns so ein Haus vorstellen, er hat ja auch immer eine Würfel- bzw. Quaderform. Ja, und da kann man wirklich sehr, sehr gut Ausschnitte rausmachen. Ja, also die Fenster sind immer Ausschnitte, damit jemand reingucken kann, rausgucken oder reingucken kann. Ja, das machen wir jetzt auf die Seite auch. Und du siehst, wie wir aus einer relativ flachen Form hier wirklich Tiefe erzeugen. Ja? So. Das haut nicht ganz hin. So, Zeichnen ist ja auch immer wieder ein wenig experimentieren. Ja? Wo kommen wir hin mit den Formen? Wo kommen wir raus? So, du siehst hier, wir haben hier wirklich schon durch diese Ausschnitte ganz klar gezeigt, was hier passiert. Ja? So. Genau das zeige ich auch auf meiner Akademie Schmitz
da geht es ja auch um das realistische Zeichnen, wie wir Kanten betonen und so bestimmte Effekte erreichen. Ja. Deswegen zeichne ich das hier nach, dass es für dich letztendlich auch etwas klarer wird. Ja, du siehst, wie man die Aufmerksamkeit lenken kann durch Akzentuierung einzelner Linien. Ja, so, jetzt zeichnen wir hier noch etwas rein, dass wir die hintere Kante zeigen. So, der hat ja 4 Kanten, der Würfel. Ja. So, du siehst, wir haben hier einen richtig guten Ausschnitt. So. Nochmal hell von dunkel trennen, dann wird die ganze Form noch klarer. Ja. Es kommt auch nicht unbedingt immer auf das exakte Zeichnen an. Ja, wenn hier ein paar Linien krumm und schief sind, ist das okay. Es muss nicht hundertprozentig stimmen. Es geht ja darum, die Vorstellungskraft zu erweitern und wirklich rum zu experimentieren. Ja, das ist immer das A und O. Stift rausnehmen, zeichnen, einfache Formen, mit einfachen Formen beginnen. Es ist wie ein Warmmachen. Dann werden wir ein bisschen komplexer und dann werden wir noch ein bisschen komplexer. Ja. So, theoretisch könnten wir oben auch noch wieder einen Ausschnitt machen. Ja, der hier auch ein Loch suggeriert in dem Würfel. Aber ich will jetzt nicht zu viel rausschneiden hier, damit noch was übrig bleibt vom Würfel. Eine weitere Variante, wenn wir diesen Würfel ein wenig drehen, wirst du sehen, dass das auch funktioniert. Also, wir drehen ihn, jetzt steht er ja vor uns direkt, wir drehen ihn nach links, dass wir hier mehr sehen und von der linken Seite etwas weniger. So. So, du siehst, hier haben wir eine Seite, die weniger zu sehen ist und hier eine Seite mehr. Wir haben also diesen Würfel etwas nach links gedreht. Und jetzt machen wir genau das gleiche System nochmal. Denn es ist gut, die Sachen in verschiedenen Ebenen durchzuspielen. Ja? Ich mache hier noch ein paar Verbesserungen an den Würfel, habe ich ein bisschen schnell gezeichnet. So, also wir wollen diesen Ausschnitt hier wieder rausholen. Ja? Du siehst, wir haben hier eine gewisse Verschiebung des Winkels. Wir radieren das einfach hier wieder raus, um Klarheit zu schaffen. So. Und jetzt wollen wir diese Ecke hier wieder auch rausschneiden. Ja. So, du siehst ganz deutlich, dass die Seite jetzt etwas, ja, ganz schön umgeschmiert hier, dass die Seite etwas weniger ist, ja, etwas schmäler ist als diese Seite, weil wir haben ja den Würfel mehr rumgedreht. Das heißt, diese Seite von dieser Seite ist natürlich dann mehr zu sehen. Ja. Experimente zu machen. So. Du siehst, du kannst mit dem System genauso viele Ausschnitte machen. Du kannst nicht nur mehrere Ausschnitte machen, sondern du kannst den Würfel auch drehen. Und wenn man das zeichnet, erfährt man auch, wie sich die Flächen zueinander verhalten. Ja? Also da passiert
auf dem Papier eine Menge, aber im Kopf, in der Vorstellungskraft passiert auch eine Menge. Ja. Man lernt sozusagen, wie sich die Flächen verhalten zueinander, wenn wir ein bestimmtes Objekt drehen. Ja. Und dafür sind so eine Übung ganz, ganz wichtig, dass man wirklich damit rumexperimentiert. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Unter dem Video findest du meinen Übungskurs und die Mitgliedschaft in meiner Akademie. Schau gern vorbei, klick den Link unter dem Video und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt wiedersehen.